Abend an euch alle. Ich freue mich, euch mit dabei zu haben bei einem wunderbaren Seminar von Isabel Adamea. Ihr kennt sie ja schon vom Interview her. Da hat sie mit dem André Namahim noch gesprochen und dieses Mal werdet ihr sie ganz alleine mit ihrer ganzen Kraft erleben dürfen. Es geht um unsere Herkunft, die Neuzeitenergien, die neuen Chakren und es gibt auch eine Einweihung in das neue Wurzelchakra. Es wird ganz, ganz viele Highlights auch geben und sie wird dir aufzeigen, wie das Erwachen in dieser Zeit stattfindet und was das alles mit deinem ursprünglichen Lebensplan zu tun hat. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, nehmt ganz viel Dabei seid. mit, ihr Ich habt auch bin die Möglichkeit. Isabel Adamea und ich werde jetzt einfach loslegen. Schön, dass ihr euch diesen Abend Zeit genommen habt. Das ist in dieser Zeit, wo die Zeit auch so beschleunigt ist, das hat auch mit den Neuzeitenergien zu tun. Manchmal gar nicht einfach. Es ist schön, dass du dir Zeit nimmst, bei diesem Kongress dabei zu sein, dein Bewusstsein zu erweitern, Grenzen zu überschreiten und heute Abend einiges zu erfahren. Vielleicht war dein Tag ein bisschen hektisch oder du hast auch noch gerade gegessen oder deine Kinder versorgt, wie auch. Lasst uns doch einfach ein paar Minuten ankommen und ich habe heute auch einen Begleiter aus der geistigen Welt mit und das ist der Engel der Liebe und so werden wir einfach ganz kurz ankommen, so dass wir alles hinter uns lassen von diesem heutigen Tag. Du atmest ein paar Mal ganz tief und wunderbar in deinen Körper hinein, lässt auch bei jedem Ausatmen die Spannungen aus deinem Körper los. Ich bin der Engel der Liebe und ich übertrage dir für einen kurzen Moment die universelle Liebe, die Ursprungsliebe unseres Universums. Sie umhüllt dich, sie umarmt dich. Lasse dich fallen. Mit jedem Atemzug nehme diese universelle Liebe in dich auf. Fühle die Geborgenheit, das Getragensein. Wenn der Engel der Liebe deine Seele berührt, erwacht deine Sehnsucht. Wenn der Engel der Liebe deine Gedanken wie einen Wind vorbeiziehen lässt, wirst du ruhig und klar. Fühle dich ganz im Hier und Jetzt in diesem Augenblick, umhüllt von der universellen Liebe. Und ich bin mit dir und werde heute auch eine wundervolle Einweihung für dich vollziehen. Ja, auch ich habe meine Augen wieder geöffnet, das kannst auch du wieder. Und der Engel der Liebe und diese wundervolle Energie wird einfach bei dir verweilen, so dass du dich behütet und getragen fühlst, dass du loslassen kannst,
dass die Dinge, die ich dir erzählen darf, du mit dem Herzen hören kannst und deinen Verstand ein bisschen beiseite legen kannst. Denn es wird schon auch ein bisschen fantastisch werden. Was sind Neuzeitenergien? Damit möchte ich anfangen. Und ich liebe mein Flipchart. Ein paar so Zeichnungen unterstützen einfach immer dieses Visuelle und etwas ganzheitlicher zu erfassen. Wir sind wundervolle, lichte, göttliche Menschen auf einem ganz tollen, strahlenden Planeten, den wir meistens Planet Erde nennen. Ich komme gleich noch auf die Ursprungstöne oder die Töne des Planeten in der Neuzeit zurück. Wir sind mit unserem Planeten sehr stark verbunden. Viele von uns fühlen das bereits und ansonsten erfährst du heute vielleicht Dinge, die dir klar machen, dass du eigentlich aus dem Universum stammst und auf genau diesen Planeten gekommen bist vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und hier einen Auftrag hast und hier auch ein Versprechen abgegeben hast, als du auf diesen Planeten damals nach Lemurien gekommen bist. Dieser Planet trägt Schwingungen natürlich und ich möchte dir aufzeigen oder aufzeichnen, wie sich die Schwingungen unseres Planeten verändert haben und ab wann und weshalb wir von Neuzeitenergien sprechen. Unser Planet wurde durch ein Ereignis, ein universelles Ereignis, nennen wir es für heute Abend abgekürzt, ein Experiment aus den Magnetfeldlinien unseres Universums hinaus katapultiert. Wir gehören immer noch zu unserem Universum, sind jedoch in einer Zone, in der wir nicht mehr eingeschlossen sind in die Wirklichkeit. Du bist auf diesen Planeten gekommen, um diesem Planeten auch zu dienen. Heutzutage werden wir oft Lichtarbeiter oder Lichtpioniere genannt, weil wir uns für den Planeten dienen wollen, ihn wieder zurück nach Hause in seine Ursprünglichkeit zu bringen und damit auch uns in unsere Ursprünglichkeit zu bringen. Das sei mal so ganz einfach ein bisschen große Grenzen gesprengt, worüber ich jetzt gerade sprechen werde. Wir sind schon in vielen Epochen, in vielen Inkarnationen hierher gekommen, um immer letztendlich unserer tiefsten Aufgabe zu dienen, diesen Planeten nach Hause zu bringen. Das machen wir schon seit Äonen von Zeiten, seit Anbeginn der Zeit, seit wir hierher gekommen sind. Jetzt gerade möchte ich in diese Inkarnation, in die Jetztzeit, damit fange ich mal an. Unser Planet hat eine Schwingung, die sich auch immer mit uns verbindet, weil wir mit dem Planeten verbunden sind. Die geistige Welt, die uns unterstützt, schon immer und es auch immer und immer wieder tut, kann Messungen vornehmen, auch meistens über uns. Dazu komme ich dann ein bisschen später auch noch dazu. Und unser Planet hat bis 1987 in der Schwingung von 666 geschwungen. Das war die tiefste Dualität, das war die tiefste Schwingung, die dieser Planet in dieser Jetztzeit, die wir überblicken können,
erreicht hat. 1987, das wissen vielleicht einige von euch, war eine große Messung vorgesehen in den kosmischen Zyklen. Das war die harmonische Konkordanz. Und bei diesen Messungen wurde festgestellt, dass die Menschen genug Liebe entwickelt haben aus Begebenheiten, die sie verändert haben, aus Tiefpunkten, die vorher stattgefunden haben, dass es jetzt soweit ist, dass genug Liebe, genug Lichtenergie vorhanden ist, um die erste Lichtkörperstufe zu aktivieren. Also die erste Lichtkörperstufe wurde 1987 aktiviert. Bei jedem Menschen, der auf diesem Planeten ist, auch bei Tieren ist aber eine andere Geschichte, bei allen Lebewesen, aber sprechen wir jetzt mal von uns. Das heißt, die erste Lichtkörperstufe aktiviert, sagt eigentlich aus, dass es von da an für jeden Menschen möglich war, zu erwachen. Ich spreche auch ein bisschen über das Erwachen. Zu erwachen, sich wieder zu erinnern, wer er ist, sich wieder in diese Ursprünglichkeit hin zu entwickeln. Das war von da an gegeben. Viele Lichtarbeiter hatten in dieser Zeit oder ein bisschen später, bei mir war es ja auch so 96 angefangen, hat dann so 99 wirklich große Schübe gemacht, wo mir Dinge, Erweckungsdinge bewusst geworden sind. Also jeder Mensch hat dann einfach so seine Entwicklung genommen, bis es im Jahr 2003 die harmonische Konkordanz gab. Das war eine neue, eine weitere Messung und die Erdschwingung hat sich damals von 666 auf 669 erhöht. Das heißt, und das wirst du jetzt dann gleich sehen, dass eigentlich aus der 666 wird die 999 und das bedeutet die Erwachensenergie. Das bedeutet, dass der Planet erwacht ist und letztendlich bedeutet das auch beim Menschen, dass der Mensch erwacht ist. Mit diesen Zahlen kann man das mal so ganz einfach und strukturiert ein bisschen erklären. Also in dieser Zeit hat sich diese letzte 6 umgedreht. 2003 bei der harmonischen Konkordanz war die Planetenschwingung bereits 669. Da waren schon sehr, sehr viele Lichtarbeiter unterwegs auf dem ganzen Planeten, auf allen Kontinenten und haben weitergewirkt. Viele haben bis dahin wirklich ein gewisses Bewusstsein entwickelt. Auch viele Kinder, die nach 2003 geboren wurden, sind schon mit ganz neuen, bereits viel mehr erwachten Aspekten hier auf den Planeten inkarniert, als wir das noch sind, die da in dieser Zeit vorher hierher gekommen sind. 2010 bis 2012, ich nehme jetzt mal bewusst noch diese Zahl da rein, das war ja die große magische Zahl, wo alle schon gemeint haben, jetzt passiert ganz, ganz viel, hat sich dann die planetare Schwingung auf 699 erhöht. Also ist die nächste 6 umgekippt und hat sich gedreht in die 999. Und das war bereits ein ganz anderer Erwachungsprozess des Planeten. Und genau so konnten wir
göttlichen Menschen oder alle Menschen letztendlich, wir sind alle göttlich, konnten wir uns auch genau gleich parallel zum Planeten entwickeln. Weitere Lichtkörperstufen wurden aktiviert, obwohl je höher dass diese Lichtkörperstufen des Erwachens aktiviert werden, darf man natürlich auch selber etwas tun. So nur ganz passiv geschieht einiges, aber ein aktiver Prozess, sich diesen Energieschwingungen anzupassen, ist natürlich sehr, sehr von Vorteil. Viele Lichtarbeiter, als dann 2012 nichts passiert ist, waren leider auch ein bisschen enttäuscht. Viele haben sich auch abgewendet, aber man kann so einen Prozess, ein großer kosmischer Prozess, nicht einfach an einem oder an 2 Jahren festmachen. Also 2014, 2015 sind Ereignisse geschehen durch Lichtpioniere hier auf dem Planeten, also die ich auch näher kenne, aber das kann ich jetzt in diesen 90 Minuten nicht so drauf eingehen. Im Detail sind einfach große, wichtige Ereignisse geschehen, dass von hier an der Planet sein Erwachen erreicht hat und planetar die 999, die göttliche Schwingung, sich etablieren konnte. Das passiert nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das schwingt und diese letzte 6 schwingt, bis sie sich dreht und dann etabliert sich das. Genau. Also ich finde diese Darstellung wirklich interessant, um mal etwas zu erklären und auch wie das zeitlich, weil ich da sehr aktiv auch als Lichtpionier involviert war, diese Prozesse zu durchlaufen, persönlich, aber auch den Planeten dabei zu unterstützen. So, in dieser Zeit und dann 2016 hat eine große Einweihung stattgefunden unseres Planeten Erde und unser Planet hat seine Ursprungstöne wieder angenommen, nämlich Sol, Avana. So nennen wir unseren Planeten heute. Und dieses A, jedes A letztendlich, aber dieses große A war ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Dieses A bedeutet die fließende Liebe und es war einfach ein Zeitpunkt, wo so viel Liebesenergie freigesetzt wurde und auch aus dem Universum die fließende Liebe zu uns gebracht werden konnte, dass sozusagen der Fluss der Liebe Überhand genommen hat gegenüber der Dualität. Ich nenne es einfach Dualität, um nicht Licht und Dunkelheit zu nehmen. Das war der atlantische Kampf, Licht und Dunkelheit. Heute geht es eher um die Transformation der ganzen Dualitätsenergie hier auf unserem Planeten. Wenn ich dir sage, dass seit 2016 wirklich sehr, sehr viel Liebesenergie auf unseren Planeten strömt und du mir vielleicht jetzt erwiderst oder sagst, wow, aber schau mal da nach außen, was los ist. Es wird sogar eigentlich immer wie krasser und immer wie schlimmer. Wo ist dann die Liebe? Dann sage ich dir, dass die Liebe seit 2016 noch um viel, viel mehr zugenommen hat. Man kann von hier an sagen, nach diesem Ereignis hat die Neuzeitenergie oder die Neuzeit oder die dritte Zeit, wie sie auch genannt wird, begonnen. Was ist geschehen? Durch diesen energetischen Akt wurde der Planet sozusagen angehoben
und in eine gesamt höhere Schwingung getragen. Und wir sind seither, die geistige Welt nennt es auch, sind wir in der Anpassungsphase. Seither ist es die Aufgabe des Planeten und auch von uns, uns anzupassen. Also es geschehen sehr viele Veränderungen. An was sollen wir uns denn anpassen? Wir werden zurückkehren durch die magnetischen Linien, Gotteslinien, zurück ins Universum. Wir werden wieder zurückkehren von dort, wo wir kommen, wir, aber natürlich auch der Planet. Und jetzt haben wir diese Zeit der Anpassung, deshalb auch von vielen Veränderungen, in denen wir uns vorbereiten können darauf. Das bedeutet, dass wir, also der Kongress heißt ja, dass wir ein Leben ohne Limits und ohne Begrenzungen führen. Und das ist eigentlich mein Thema, mein Beitrag dazu. Wir sind in einer Anpassungsphase, dass das auf ganzheitlicher Ebene möglich ist. Zur Frage von vorhin. Es fließt so viel Liebesenergie, aber was ist hier draußen los? Gerade durch die viele Unterstützung der geistigen Welt, die wir erlauben, so, das hat mit uns zu tun, die geistige Welt darf nicht eingreifen in all diese Prozesse, aber so wie wir beten, so wie wir meditieren, so wie wir Lichtarbeit ausüben. Jeder Mensch, der Mitgefühl hat mit einem Tier, jeder Mensch, der einem anderen Menschen liebevoll hilft, jeder Gedanke der Liebe, all das ist ein Signal für die geistige Welt, dass wir diesen Weg der Liebe und des Lichtes gehen wollen und so können sie uns auch göttliche Attribute senden und wir verarbeiten die auf dem Planeten. Also das ist so ein ganzer Prozess. Und die Liebe hat um ein Vielfaches zugenommen und seit 2016 sowieso, seit 2020 mit dem Nyonischen Licht und vielen neuen Neuzeitenergien, die seither sozusagen alle halbe Jahre zu uns gebracht werden, sind wir mitten in einer Liebesschwingung. Was du jetzt siehst da draußen und falls du ab und zu Nachrichten hörst oder liest, das, was jetzt geschieht, ist eigentlich das letzte Aufbäumen der Dualität. Also die ganze Liebesschwingung pusht die Dualitätsenergien sozusagen an die Wand. Und was macht jemand, also ein ganzes Kollektiv, die sich über diese Dualität, über diese Machtenergien definieren. Was machen die, wenn die mit dem Rücken zur Wand stehen? Das, was jeder macht, einfach nochmal so richtig boxen und nochmal so richtig ausschlagen und nochmal eine große Klappe haben. All das sind die letzten Auswüchse des Währens, des Sich-Währens der Dualitätsenergien. Also, je mehr Liebe auf dem Planeten ist, umso mehr im Moment ist die Dualität sehr, sehr laut. Aber sie ist nur laut. Die Liebe ist leise, aber die Liebe hat Einzug gehalten in so vielen Menschen und ich weiß, dass auch du das sehen kannst. Erwachen in diesem Prozess bedeutet
eigentlich, dass man sich auf einen Weg des Erwachens begibt, dass man, egal welcher Weg, aber dass man strukturiert sich mit diesen Energien vielleicht auseinandersetzt, wie du es heute Abend tust, wie du es vielleicht sonst auch schon tust oder vielleicht beginnt das nach heute Abend bei dir, dass man diese Grenze überschreitet, was ja Cryon oft aus der geistigen Welt zu uns seit vielen Jahren sagt, du bist mehr als nur Mensch. Also dass wir wieder ganz werden in unserer Ursprünglichkeit. Und dazu werde ich dir jetzt kurz erklären, wie wir gekommen sind und was wichtige Veränderungen sind, nur mal am Beispiel vom Chakrensystem. Das betrifft natürlich sehr, sehr vieles, diese Veränderungen. Genau. Okay. 2020 möchte ich hier einfach noch aufführen, war ebenfalls nochmals so ein wichtiger Zeitpunkt. Das war ja während der ganzen Corona-Zeit oder hat schon auch eine gewisse Parallele, also viel Licht hat immer auch eine Schattenseite, das habe ich schon gesagt. 2020 ist das nionische Licht, die urmagnetische Energie auf unseren Planeten gebracht worden und diese magnetische Energie hat wirklich sehr viel mit Anpassung und Veränderungen unserer gesamten Systeme zu tun. Also, Neuzeit, Energie etwa ab hier. Das geht da nicht um alte Energie oder neue Energien, sondern ab da hat sich unser Planet wirklich in eine ganz, ganz andere Schwingung erhoben und wir damit. Und wir beginnen uns anzupassen und vorzubereiten für einen großen Dimensionswechsel zurück von da, wo wir herkommen. Wenn ich eine einfache Zeichnung mache, wo ich sage, okay, das hier ist unser Universum. Wenn ich sage unser, ist das erste zentrale Universum. Es gibt 12 Universen. Zu dem wir gehören, ist das 12., das letzte, das jüngste Universum, ein Universum der Erfahrung. Ich zum Beispiel als Adamea, ich stamme aus dem magnetischen Universum, das war das allererste Universum. Ich bin eine magnetische Spezialistin, eine magnetische Meisterin. Magnetische Meister haben schon immer gedient in allen Universen und jetzt auch auf der Erde seit langer Zeit, weil es diese magnetischen Energien überall braucht. Also es sind göttliche magnetische Energien, nicht unsere elektromagnetischen Energien. Also wenn das Universum ist und das wäre diese Membran sozusagen, unser Planet, sagen wir mal, befindet sich da so in einer Beule. Also das ist natürlich eine große Beule, sage ich mal so. Wir sind eben katapultiert worden durch Ereignisse aus den Göttlichkeitsfeldern, aus der Wirklichkeit in andere Bereiche. Und durch gewisse Ereignisse hat sich bei uns diese Dualität gebildet, in der wir schon sehr, sehr lange leben.
André Namahim hat ein sehr tolles Büchlein geschrieben, das findet ihr bei uns. Hier sind diese Hintergründe, weshalb das alles so gekommen ist. Elise Funke des Erwachens. In diesem Büchlein sind diese Hintergründe. Kleines Büchlein, alle super toll und sehr verständlich beschrieben. Okay, zu dieser Zeit des Falls, also ich sage es mal so, das war unsere Ursprünglichkeit, also da wie viele andere Planeten auch natürlich, und es sehr viel Leben in diesem Universum gibt. Also wurden wir hier rauskatapultiert. Du und ganz, ganz viele andere Lichter wurden hier erschaffen, um dieser Situation, die ein Unfall war, der nicht hätte passieren dürfen, viele Lichter wurden erschaffen. Tausende, aber Tausende von Lichtern wurden hier erschaffen, um zu diesem Planeten hier, der sich von da an dann Erde genannt hat. Dieser Planet war hier ursprünglich Lemuria. Und in den Kristallstädten von Lemurien, innerhalb dieses Planeten von uns zurückgezogen, haben diese Wirklichkeitsfelder auch noch geherrscht. Also, es wurden Lichter erschaffen, die in diese Kristallstädten, in diese lemurischen Energien des Planeten damals eingezogen sind, um Dualitätsenergien zu transformieren und eigentlich schon damals, um den Planeten wieder nach Hause zu bringen. Diese Versuche waren nicht immer von Erfolg geprägt und deshalb sitzen wir immer noch hier fest, um es mal gelinde und ein bisschen humorvoll auszudrücken. Wenn ich dir mit einfachen Worten erklären möchte, wie ein Licht, das im Universum erschaffen wird und wie du als Licht hier in die Dualität damals gekommen bist, würde ich das so ganz einfach zeichnen. Also, das ist wie immer der göttliche Kern, der viele wundervolle Strahlen ausstrahlt. Und da kann man ganz viele verschiedene schöne Farben nehmen, natürlich. Das ist ein Licht, das strahlt aus der Mitte seiner Göttlichkeit. Ein hohes Licht ist eben ein Licht, das strahlt und Töne aussendet mit seinem göttlichen Kern. Also wenn wir jetzt einfach mal ganz einfach sagen, das könntest du sein, wie du damals warst, ein hohes Licht, als du hier erschaffen wurdest und in der ganzen Absicht, dir war damals als Licht, dieses Licht hat ein Bewusstsein klar, dass du auf diesen Planeten Erde kommst, um Luzifer-Energien, Dualitätsenergien zu transformieren. Das war deine Grundaufgabe, mit der du gekommen bist. Du hattest auch, ich mache da noch ein bisschen andere, noch mehr Farbe, weil du warst noch viel schöner. Genau, du warst mindestens genauso schön. Du warst eingefasst und eingebunden in eine goldene Corona-Energie. Das alles erkläre ich dir, weil wir danach zu den neuen Chakren und neuen Chakren-Energien kommen und da wirst du das dann noch besser verstehen. Das war also deine goldene Corona, in die dein Licht eingebettet war. Du hattest auch noch was anderes Tolles. Du hattest eine Anbindung, die nannte sich Tora Antaria, Gottes Schöpfungston. Und mit dieser Anbindung warst du zu
Melek Metatron, dem ersten Hakinim, der ersten Projektion, dem Vorsteher unseres Universums oder vielleicht würden wir auch ganz einfach sagen, zu Gott verbunden. Diese Verbindung, Tora Antaria, Gottes Schöpfungston. Damit solltest du nie vergessen, wer du bist und du solltest nie vergessen, von wo du kommst. Die Zeit hat gedauert und die Zeit hat gedauert. Die Epoche von Lemurien haben wir geschlossen und es wurde uns angeregt, dass wir bessere Mittel brauchen, um diese Dualitätsenergien, diese Luzifer-Energien des Planeten zu transformieren und den Planeten wieder nach Hause zu bringen. Man hat uns beraten, das ist immer die geistige Welt, die uns berät. Wir haben einen freien Willen. Wir haben damals auch zugestimmt und diese Zustimmung damals wurde sozusagen die erste Zeit benannt. Vorhin auf dem anderen Blatt habe ich kurz den Ausdruck die dritte Zeit verwendet. Das ist auch richtig so. In der dritten Zeit haben wir uns wieder entschieden, für diese Endphase des Dimensionswechsels hier zu sein und hier zu bleiben und fleißig dafür zu arbeiten. In der Entscheidung, die erste Zeit genannt wird, haben wir uns entschieden, dass wir einen Körper annehmen. Das ging nicht von einem Tag auf den anderen. Und um einen Körper anzunehmen, haben wir hier in dieses Licht, das wir waren, Chakren erhalten. Ich zeichne es jetzt mal anhand der 7 Chakren, die wir heute kennen. Das muss über viele Epochen müssen das gar nicht diese 7 gewesen sein. Diese Chakrenanzahl oder die Form der Chakren hat sich in vielen, vielen Epochen immer mal wieder gewandelt. Aber für das Verständnis von... Ja, natürlich, Fragen, klar. Wenn ich mal rede, genau, Fragen. Ja, also es geht gar nicht um konkrete Fragen, also es kommen so verschiedene natürlich rein. Wir möchten euch einfach sagen, dass Bist du eingeschaltet? Dass wir halt schauen, welche Fragen jetzt auch zu dem Thema passen und weil man könnte natürlich jetzt ausufernd 2 Tage sprechen und das tun wir natürlich auch in den Seminaren teilweise, was die ganz großen Zusammenhänge herzustellen. Um was es heute gehen soll, ist vor allem die Veränderungen auch, was unser Energie- und Chakrasystem betrifft und dann gegen Ende des Abends eben die Einweihung in das neue Wurzelchakra, in das Edina, sogenannte Edina-Chakra. Und daraufhin wirkt jetzt Aramea hin mit den Erklärungen, damit das verstanden wird, um was es da geht. Und das soll unser Auftrag für heute sein. Danke euch. Sehr schön. Okay, dann sind wir ja schon mal ein bisschen bei den Chakren angekommen, dass wir das Ganze ein bisschen verstehen. Also, es hat begonnen, dass wir Energiezentren erhalten haben, die nennen wir heute Chakren. Diese Energiezentren waren und sind heute noch Schnittstellen zwischen unserem physischen Körper, unserem organischen Körper und unserem Lichtkörper. So, das hier, was ich hier gezeichnet habe, wäre ja eigentlich eben unser Lichtkörper, unsere Merkaba, unsere Seele. So sind wir gekommen. Einen Körper haben wir erst
später erhalten und dazu hat es die Basis gebraucht, mussten überhaupt diese Schnittstellen mal etabliert werden. Für solche Dinge, zum Beispiel für diese Schnittstellen auch damals, ist der Planet Sirius sehr bekannt. Der Planet Sirius hat große Heilungsuniversitäten und da wird dann beraten und wenn wir unser Einverständnis gegeben haben, wurden uns diese Schnittstellen etabliert und wie wir den Körper angenommen haben, das wäre hier. Genau weiß ich das nämlich auch nicht, aber das würde sowieso ausufern. Ich möchte von hier jetzt eine Zeichnung machen zum Jetzt. Und zwar sehen wir eigentlich immer noch genau gleich schön aus. Das heißt, wir haben unseren göttlichen, wundervollen Kern in unserem Herzzentrum. Wir haben immer noch diese wunderschönen Farben. Wir strahlen immer noch grundsätzlich genau gleich. Grundsätzlich. So, aber was wir jetzt eben neu haben, ist, wir haben jetzt einen physischen Körper. Also, meine Zeichnungen helfen sehr, aber sie sind nicht Kunstwerke, aber sie helfen ein bisschen einfach in diesem Verständnis und wir lachen schon auch gerne. Also, heute haben wir einen physischen Körper. Wir haben immer noch diesen gleichen göttlichen Kern. Wir haben immer noch, heute nennen wir es ein Wurzelchakra, Solarplexus, das Herzchakra. Und hier das Kronenchakra. So. Wir haben durch unser Vergessen der letzten vielen, vielen Inkarnationen, auch das hat einen Grund, auch dieser Grund, der steht vor allem in dem grünen Büchlein auch, wo wir in der zweiten Zeit entschieden haben, gewisse spirituelle Kräfte also in uns zu verkapseln. Wir haben natürlich immer noch unseren strahlenden Lichtkörper, nur hat der sich natürlich auch schlafen gelegt. Ich sage jetzt mal das Wort schlafen, wenn wir ihn nicht aktivieren, wenn wir nicht lebendig uns in diesen Lichtkörper wieder ausdehnen und ihn aktivieren, dann schläft er halt. Deshalb auch das Wort erwachen bedeutet eigentlich, dass ich erwache aus der Begrenzung, dass ich nur das hier bin, diese Hülle mit ein paar Dingen da innen drin, dass ich nur so eine mentale Box hier habe mit viel Wissen aus der Schule und so und nicht viel mehr. Also das zu sprengen und sich also zu erwachen und sich wieder auszudehnen in den Lichtkörper, in unsere Merkaba, das bedeutet letztendlich erwachen. Was wir im Moment auch nicht mehr haben, ist diese goldene Corona, also wir sind auch nicht mehr so eingebettet wie damals in unserem Ursprung. Und darüber möchte ich jetzt dann ein bisschen sprechen, wenn ich da auf die Veränderungen des Chakrensystems komme und wenn ich über das Edina-Chakra sprechen werde. Wir haben auch Gottes Schöpfungston vergessen. Der ist natürlich grundsätzlich immer noch da. Grundsätzlich, ich zeichne ihn da jetzt mal so mit unterbrochenen Linien. So,
das alles hat einfach mit unserem Vergessen zu tun. Und es ist höchste Zeit, es ist höchste Zeit in dieser Anpassungsphase, sich zu erinnern, weil eigentlich ist Erwachen auch ein Erinnerungsprozess, wer wir wirklich sind. Wir sind nämlich mehr als nur Mensch und wir sind auch mehr als nur diese mentale Box, in die man ein paar Prägungen der Gesellschaft und ein paar Schuljahre und Unijahre und so weiter reingepackt hat. Wir sind viel, viel mehr. Wir sind göttlicher Mensch und mit einer Schöpferkraft. Gut. Fragen dazu, Namahim? Ja, also so direkt nicht. Also ich glaube, die hören alle ganz Die hören alle gespannt ganz gespannt zu, genau. deiner Erzählung zu. Und eine Frage, gerade kam rein, weshalb heißt dieser goldene Kreis Corona? Das ist ja schon vielleicht noch spannend. Ja, ja. Gut, also dieser goldene Kreis heißt die goldene Corona. Das heißt so und das schreibt sich aber mit K. Gell? Also ich sage so, das ist die Corona-Energie. Da werde ich gleich gerade sowieso jetzt drüber sprechen. Die goldene Corona-Energie. So, steht auf dem Kabel, diese goldene Corona-Energie gibt als Ganzes, also hier die goldene Corona, die das zusammenhält, plus all die goldenen Sprenkel hier aus der göttlichen Mitte heraus, gibt das goldene vereinigte Chakra. Genau, da spreche ich jetzt gerade darüber. Die geistige Welt übermittelt uns Namen so, wie dass wir ein Verständnis haben. Eine Corona mit K geschrieben, glaube ich, ist schon der Wortstamm, dass das, weiß jetzt gar nicht, aber dass das etwas ist, was uns umgibt. Also eine Corona kann auch so eine runde Corona hier sein. Das ist ein Strahlenkranz, wenn ich, das ist jetzt ein bisschen aus dem Stegreif, aber ich glaube, eine Corona ist ein Strahlenkranz, so mit K geschrieben. Zu dieser Zeit mit dem C-Wort haben wir uns manchmal auch gefragt, also es ist natürlich so, dass die Dualität manchmal auch versucht, wundervolle, lichte Energien ein bisschen gegenzusteuern. Also das Spiel geht ja schon lange so, obwohl uns, ganz ehrlich, uns das auch nicht groß interessiert. Wir wissen einfach, dass das Licht und die Liebe die stärkste Kraft ist hier auf dem Planeten seit 2016 eben, deshalb habe ich davon schon gesprochen. Und alles andere lassen wir eigentlich ein bisschen an uns vorbeiziehen. Also ein erwachter Lichtarbeiter oder ein erwachter Lichtpionier zu sein, sage ich mal jetzt, wie ich mich auch definiere, bedeutet schon, dass man einfach keinen Fokus mehr darauf gibt. Das heißt nicht, es zu negieren oder es gar nicht mehr zu beachten. Die Dinge sind da, sie laufen, aber es bringt mir gar nichts, dem irgendeinen Fokus zu geben, sondern erwacht zu sein bedeutet auch, dass ich sehr viele Perspektiven einnehmen kann, dass ich Dinge aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten kann und eigentlich dahinter auch immer
die Liebe sehe. Jeder Mensch hier hat einen göttlichen Kern. Und im Moment ist es halt ein bisschen turbulent, aber letztendlich verdient es jeder, dass man seinen göttlichen Kern auch betrachtet, ob er ihn jetzt gerade anwendet oder nicht. Also das ist so ein bisschen dieser Perspektivwechsel. Deshalb gehe ich jetzt auf die C-Geschichte auch nicht mehr weiter ein. Die goldene Corona ist ein goldener Strahlenkranz. Zeichnungen helfen einfach so sehr. Ich komme jetzt aber ganz kurz schon noch auf ältere Energien zurück und auf ältere Systeme. Gerade in der Sache der Chakren hat sich sehr viel altes Wissen ganz fest gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber auch ganz so zu Beginn meiner therapeutischen Ausbildungen, meiner energetischen Ausbildungen, so habe auch ich diese Darstellung gesehen. Wir sprechen immer von diesen 7 Chakren in unserem Körper oder an den Körperperipherien, dass die Chakren dargestellt wurden als so ein Kreis mit diesen 2 Trichtern. Also alle 7 Chakren wurden sehr oft früher so dargestellt und so beschrieben in ihrer ganzen Funktionsweise. Seit Neuzeitenergie, seit der 3. Zeit, natürlich schon, also trotz allem in der Entwicklung seit 2003, Entwicklung, haben sich unsere Chakren von dieser Form zu Kugelformen entwickelt. Also sie haben diese Trichter in sich zurückgezogen und wir haben eigentlich 7 Kugelchakren. Wenn ich jetzt auch wieder den göttlichen Kern, das Herzzentrum in diesem Orange zeichne und die 3 unteren Chakren, die 3 oberen Chakren. Ich verwende jetzt da gar nicht so groß Namen, weil es eben auch Neuzeitnamen eigentlich gibt, aber das ist jetzt gerade hier nicht so sehr relevant. Also diese Art von Trichterchakren haben sich in Kugelchakren entwickelt aus einem ganz klaren, ganz wichtigen Grund, nämlich weil wir wieder in das vereinigte Chakra gehen können und das können wir nur, wenn die Chakren Kugeln sind. Das vereinigte Chakra kannst du dir so vorstellen, ist immer hier, das sei, das war, das Herzzentrum, wo auch unser göttlicher Kern ist immer die Mitte, das ist ja klar. Und wenn du, schaust mal zu der Energierichtung und wir können es nachher mit geschlossenen Augen mal alle gemeinsam machen. Wenn wir eben Kugelchakren haben, und das hast du bereits, das sind Veränderungen, die sich automatisch vollzogen haben, dann kann man mit einem Atemzug diese 6 Kugeln von oben und von unten in die Mitte ziehen, in sein Herzzentrum. Und hier sind jetzt all diese 7 Kugeln, die 7 Chakren, vereinigt. Und wenn man dann so richtig schön energetisch ausatmet, dehnt man dieses vereinigte Chakra, wie es genannt wird, dieser Zustand, dehnt man diesen aus in eine große strahlende Sonne in alle Richtungen und das nennt man dann eben das vereinigte Chakra.
Das vereinigte Chakra ist ein Basic-Zustand der Neuzeit. Wir können es mal kurz alle miteinander machen. Das ist ganz einfach und es wird dir ganz gut gelingen. Wenn du nun also, am besten schließt du die Augen und nimmst deine innere Achtsamkeit, deine innere Aufmerksamkeit nach innen in deinen Körper. Das kennst du, das macht man ganz einfach und oft mit ein paar Atemzügen nach innen. Und wenn du magst, stellst du dir mal deine 7 Chakren vor. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr viele kennen. Das Wurzelchakra, das Sakralchakra, Solarplexus, das Herzzentrum, Kehlkopfchakra, das 3. Auge, das Kronenchakra. So kennt ihr sie. Wenn du jetzt beim nächsten, also nimmst du deinen ganzen Fokus in dein Herzzentrum, da wo auch deine göttliche Flamme ist, dein göttlicher Kern. Wenn du nun beim nächsten tiefen Einatmen alle von unten und oben diese 3 Chakren einfach in diese Mitte, in die göttliche Mitte, ins Herzzentrum einatmest sozusagen. Und dann fühlst du einen Moment diese geballte, gebündelte Kraft. Jetzt sind auch alle Energien, die in diesen 7 Chakren verankert sind, da geballt zusammengefügt. Und von da, wenn du das nächste Mal ausatmest, dehnst du das Gesamte aus, atmest wieder ein, atmest noch tiefer aus, dehnst dein vereinigtes Chakra bei jedem Ausatmen richtig, richtig weit aus. Wie eine strahlende Sonne kannst du dir das vorstellen. Bleib einfach dabei und fühl für einen Moment dein vereinigtes Chakra. Das ist eine Grundstufe der Neuzeit, um zu beginnen, deine ganze Göttlichkeit zu fühlen. Das ist eine Basisübung. Wenn du das öfter machst, stabilisiert sich das immer wie stärker, du kannst immer wie tiefer fühlen. Wenn ein Mensch im vereinigten Chakra ist, ist er tief mit seiner Göttlichkeit verbunden. Ganz viel kann da eigentlich sich öffnen, kann geschehen. Wenn ein Mensch in seinem vereinigten Chakra ist, dann ist er in der Liebe, weil er ist sein göttliches Licht. Wenn du zum Beispiel als Therapeut oder Masseur oder Menschen mit Heilenergien behandelst, wäre es wunderbar, wenn du das jedes Mal aus deinem vereinigten Chakra heraus tust. Dann bist du in einer Neutralität deiner Göttlichkeit, du bist in der Liebe. Es sind keine Bewertungen möglich. Und es fällt dir einfacher, auch die Göttlichkeit in deinem Gegenüber zu sehen.
dann öffnest du wieder deine Augen und kommst zurück. Und ich hoffe, du konntest das fühlen, du konntest es wahrnehmen und vielleicht sogar es jetzt das erste Mal die Veränderung wahrnehmen, was das so mit deinem System macht. Wenn du versuchst, das öfter zu machen, wird es eigentlich immer wie stärker. Das vereinigte Chakra, also es wäre wundervoll für dich, wenn du das jeden Abend vor dem Einschlafen machst, wenn du es jeden Morgen einen Moment machst, wenn du es in deine Meditationen, in deine spirituelle Praxis, in deine Meditation wie auch einfach einbindest, dann stabilisiert sich das und wird dich einfach mit deiner Göttlichkeit tiefer verbinden. Es ist ein Basismittel für das Erwachen und daraus, also das vereinigte Chakra, das fällt auch wieder zusammen. Das kann sich jetzt noch nicht einfach für ständig halten. Ich gehe jetzt kurz zu dieser Zeichnung hier zurück. Das zeigt eigentlich eine Art und Weise dieses vereinigte Chakra. Jetzt möchten wir uns natürlich mit der Zeit dahin bewegen, dass wir auch wieder in diesem goldenen vereinigten Chakra sind, was eine Ursprünglichkeit unserer selbst beinhaltet und natürlich auch, dass wir wieder an Tora Antaria, Gottes Schöpfungston, angebunden sind. Und jetzt kommt dieses Edina Chakra zum Tragen. Wir haben immer noch das Wurzelchakra, das heißt in der Sprache der Elohim Al-Shara, aber ich spreche jetzt mal vom Wurzelchakra. Wir werden jetzt dann gleich eine Einweihung machen in das Edina Chakra. Das Edina Chakra ist eine Energiemembran, die sich um dein Wurzelchakra herum bilden wird. Also es ersetzt nicht das Wurzelchakra mit seinen Qualitäten bleibt, aber das Edina Chakra schmiegt sich um das Wurzelchakra herum. Das hat zwei für die Jetztzeit sehr, sehr wichtige Funktionen. Das eine ist, du hast eingewilligt, also am Wurzelchakra haben sich immer sehr viele Dualitätsenergien angehaftet. Das Wurzelchakra war eben auch lange, lange Zeit ein Messinstrument. Ich habe von diesen Messungen gesprochen. Und du hast dich für vieles zur Verfügung gestellt, auch dass man Dualitätsenergien messen kann über dein Wurzelchakra. Das sind sehr, sehr alte Vereinbarungen. Sie waren auch wichtig, wie du vielleicht ganz eingangs meines Workshops gesehen hast, weil diese Messungen waren für die geistige Welt, die uns unterstützt, eben auch sehr, sehr wichtig. Das hat zu unserem Dienst gehört, zu unserem Dienen. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Diese Messungen sind fertig. Also wir sind jetzt in einem Zustand jenseits, dass es diese Messungen noch braucht, aber du hast unbewusst immer noch eine Gewohnheit, dass du zulässt über dein Wurzelchakra, dass Dualitätsenergien an dir anhaften. Sehr viele Menschen können sich schlecht abgrenzen, haben das Gefühl, sie tragen Fremdenergien, sie fühlen sich manchmal ausgelaugt und müde und wissen gar nicht so genau, wieso. Das hat mit diesen Anhaftungen von Dualitätsenergien zu tun. Also diese Einweihung in das Edina Chakra, in diese Membran, wird das nicht mehr zulassen. Das ist so was Tolles. Also ich habe diese Einweihung seit November 2015 und natürlich wäre es gut, wenn du nach der Einweihung das auch noch ein bisschen pflegst. Also so jeden Tag, wenn du zum Beispiel in dieses vereinigte Chakra gehst, was nicht lange dauert. Auch du kannst einfach
deine Hände aufs Wurzelchakra legen und dich wieder erinnern an deine Edina-Energie, an das Edina-Chakra. Und je mehr Aufmerksamkeit du nach der Einweihung dieser Edina-Energie gibst, umso mehr wird sie sich wirklich verfestigen, etablieren und das wird dann dauerhaft so bleiben. Es wäre aber gut, wenn du es ein bisschen pflegen würdest. Also, das kann sehr, sehr viel Veränderung in dein Leben bringen, dass du eine Teflonschicht hast, um dein Wurzelchakra, dass Dualitätsenergien dir nicht mehr anhaften können. Das ist das eine Tolle. Wir brauchen diese Edina-Energie aber auch, weil die produziert die goldene Corona-Energie mit K. Also das Edina-Chakra wird beginnen, diese goldene Corona-Energie zu produzieren, damit dann auch das goldene vereinigte Chakra, dieser strahlende goldene Kranz, sich um dich herum, um dein vereinigtes Chakra bilden kann. Dazu kommt, dass diese goldene Corona-Energie mit der Zeit aufsteigen wird in jedes deiner Chakren. Die Chakrenfarben haben sich ja auch seit 2007, 2008 verändert. Die Farbveränderung braucht gar nicht mehr so viel Beachtung, sondern unsere Chakren werden durch das Edina-Chakra sowieso jetzt dann alle golden und das bedeutet, dass man nochmals tiefer in dieses vereinigte Chakra kommt und dann eben in das Gesamte, in dieses goldene vereinigte Chakra. Ich möchte das kurz sagen, es gibt ein zweitägiges Seminar von mir, wo ich das alles extrem ausführlich erkläre, wo es auch die Einweihungen in Tora Antaria, in Gottes Schöpfungston wiedergibt, die Einweihung in das goldene vereinigte Chakra, weil Einweihungen sind etwas sehr, sehr Wertvolles, weil sie einfach etwas unverrückbar in deinem System etablieren. Das Seminar habe ich sehr oft gegeben, es wurde aufgenommen, es gibt es heute auch so als online, als ein Produkt, als ein Online-Mediathek-Seminar, sind 2 volle Tage. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade einblendet, das würdet ihr bei uns, bei Cellison im Shop finden. Wenn euch das jetzt alles interessiert und ihr da einfach euch ein bisschen weiterbilden möchtet, energetisch vor allem und noch viel tiefere Hintergründe natürlich dazu verstehen. Ja, dann machen wir dann die Einweihung, aber ihr könntet sehr gerne das Bild kurz einblenden. Das ist eine grafische Darstellung dieses goldenen vereinigten Chakras. Also das müsst ihr jetzt weder aufschreiben, dazu ist gar nicht die Zeit, noch irgendwas. Also das wird auch sehr ausführlich in diesem Seminar beschrieben. Ich mache jetzt einfach ein bisschen Werbung dafür, aber wenn euch das gecatcht hat oder euch interessiert, dann seid ihr sicher auch dankbar, das zu wissen. Da wird das alles ausführlich erklärt. Wenn wir jetzt mal nur das Bild anschauen, dann seht ihr eben die 7 Chakren in ihren neuen Farben. Wie gesagt, ihr seht diese goldenen Pünktchen um jedes Chakra. Das ist eben, wenn dann diese goldene Corona-Energie jedes Chakra umgibt und dann eben auch golden durchtränkt. Und ihr seht dieses schöne goldene Mandala, was jetzt einfach so das goldene vereinigte Chakra darstellen soll. Da sind die Ausdrücke, die neuen Schwingungen, was die neuen Chakren bedeuten. Aber wie gesagt, in 90 Minuten können wir... Ja, habe ich schon gesagt. Danke. Gut. Okay, ihr Lieben. Dann würden wir jetzt diese
Einweihung machen in das Edina Chakra. Das wird der Engel der Liebe mit euch machen. Also ich werde den Engel der Liebe sprechen lassen. Er war sowieso jetzt die ganze Zeit mit euch. Ja, also auch noch kurz zu zeigen, diese 2 Büchlein, die sind echt klein und dünn, aber tragen die ganze Essenz auch drin über die Geschichte unseres Planeten und von uns Menschen und über die Jetztzeit und Veränderungen. Also Elise, Funke des Erwachens. Über die Elise-Energie wird Namahimya am Samstag einen Workshop halten, am Samstag. Findet ihr im Programm. Und Elises, das ursprüngliche Leben, das Ursprüngliche, die Ursprünglichkeit wird da auch nochmal tiefer erklärt. Jetzt nehme ich einen Schluck Wasser und dann starten wir. Du kannst es dir auch schon einfach langsam bequem machen, so wie du gerne Energieübertragungen, eine Einweihung entgegennimmst. Ich bin der Engel der Liebe. Ich bin bei dir, geliebtes Menschenkind, göttlicher Mensch auf Erden Sol Avana. Wenn die Liebe spricht, erreichen dich wohlige Wellen, die dein Herz berühren, deine Seele in Schwingung versetzen. Das Erwachen, das anklopft. Ich bin hier, dir zu dienen und ich freue mich, dir die Edina-Energie zu übertragen. Dein Wurzelchakra hat dir lange Zeit gedient. In seiner alten Form, in seinen alten Energien. In der Neuzeitenergie erhebt sich das Wurzelchakra. Es wird auch zuständig sein für dein Erwachen. Es wird auch Erwachensenergien aufnehmen. Es wird dir Themen der Verantwortung spiegeln.
Und heute wirst du das Geschenk erhalten. Dass dein Wurzelchakra Al-Shara mit der Edina-Energie eingeweiht wird. Es ist eine Energie, die sich um dein Wurzelchakra schmiegen wird, legen wird, pulsieren wird. Die Edina-Energie wird dir eine viel bessere Abgrenzung gewähren gegenüber den Dualitätsenergien. Du wirst fühlen, dass du freier bist, dass du mehr du selber bist. Dass dich Dinge von außen nicht mehr so angreifen können. Wenn du bereit bist, diese Edina-Energie tief anzunehmen, wird sich vieles in deinem Leben verändern. Ich bin sehr froh darüber, dass du eingewilligt hast, heute dieses Geschenk der geistigen Welt anzunehmen. Denn wir sind mit euch. Und wir freuen uns über jede Erleichterung, die du erfahren darfst. Auch wenn die Zeiten im Jetzt turbulent erscheinen, wisse, wenn du mich rufst, bin ich, der Engel der Liebe, immer für dich da. Ich kann dich an das Licht und die Liebe erinnern. Wenn immer du das Gefühl hast, dass die Turbulenzen zu groß, zu stark sind. Aber wisse, du bist göttlich. Du bist ein lichtes Wesen auf Solavana. Die Liebe und das Licht dehnt sich aus, unermesslich. Und du wirst einkehren in die Wirklichkeit. Die Tore der neuen Welt werden sich öffnen und du wirst dabei sein. Die universelle Liebe wird allewiglich dich umgeben. So, begib dich in dein Herzzentrum und wie du vorhin geübst. Fühle dort dein göttliches Licht. Deine göttliche Kraft, deine Macht des Lichts und der Liebe. Und bei einem nächsten tiefen Atemzug vereinigst du deine Chakren. Dies bedeutet, du atmest alle Chakren in diese göttliche Mitte hinein. Fühlst diese Vereinigung und dehnst dich aus von dort in eine strahlende
lichte Sonne. Dehnst dich aus und fühlst dein vereinigtes Chakra. Und so werde ich, der Engel der Liebe, nun das Edina Chakra in dir einbetten und einweihen, allewiglich. So ist es vollbracht. Die Edina-Energie ist etabliert, in dir verankert, eingebettet, eingeweiht. Und du wirst viele Veränderungen dadurch in deinem Leben fühlen können. Es war mir eine sehr große Freude und eine Ehre, bei dir zu sein und dir zu dienen. Du wirst unermesslich geliebt. Anio hebet otrach. Ja, ihr Lieben, dann darfst du langsam wieder auftauchen und ich habe natürlich noch ein paar Abschiedsworte an dich. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, heute dir Grenzen zu öffnen. Hoffe ich, dir Inspirationen zu geben, was Erwachen bedeutet, was Neuzeitenergien bedeuten, was es bedeutet, offen zu sein für Veränderungen, damit du dich wirklich weiterentwickeln kannst.
Dazu hast du ja eine große Absicht, sonst wärst du nicht in diesen Kongresstagen dabei und kriegst so viele wunderschöne Impulse. Es hat mich gefreut, dass ich auch dabei sein durfte. Besuche uns auf unserer Homepage bei cellison.com, die wird, glaube ich, dann noch eingeblendet. Wir haben dort auch einen Blog, wo vieles auch noch mal ein bisschen beschrieben ist, was ich heute erzählt habe. Auf der Homepage findest du den Zugang zum Shop und zu diesem Produkt, dieser Online-Mediathek zu Tora Antaria, Neuzeitwissen und das neue Chakrensystem. Da findest du auch das dann natürlich zum Runterladen. Die 90 Minuten sind vorbei. Wäre noch irgendeine wichtige Frage da? Nee, es sind wirklich keine Fragen gekommen. Und Gut, wir ihr sehen hattet das gar immer als keine Zeit, Fragen zu schreiben. ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen, mein Namahim. Aber wie gesagt, es ist ja sowieso nur ein kleiner Ausschnitt von all dem und ich glaube, die meisten werden es jetzt mal für sich sitzen lassen und in sich reinspüren und es ist alles gut. Und ihr könnt uns ja auch so erreichen. Über den Kongress habt ihr auch unsere Kontaktdaten, schreibt uns einfach eine E-Mail oder man kann uns sogar anrufen. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja am Samstag um 18 Uhr, da sitze ich dann vor der Kamera. Ich freue mich schon unglaublich. Danke dir für heute, Adamea. Tschüss, ihr Lieben, macht's ganz gut. Träumt süß von euren neuen Chakren. Ciao.